Hallo, ich bin der Ole und ich zeige euch heute die Bedienung des Roparty G6. Mini-Joystick nach vorne, roter wird abgesenkt. Mini-Joystick zurück, roter wird angehoben. Rechtes Schläglerrad anheben, rechtes Schläglerrad absenken. Linkes Schläglerrad anheben, linkes Schläglerrad absenken. Rechte Seite der Tastwalze anheben, rechte Seite der Tastwalze absenken. Linke Seite der Tastwalze anheben, linke Seite der Tastwalze absenken. Durch gedrückt halten des Multitasters können zum Beispiel Schläglerräder oder die Tastwalze synchron verstellt werden. Multitaster und Joystick zurück, Schlägler Schnellaushub. Über die Taste Grün und Gelb kann die rote Tiefe verstellt werden. Taste Grün, Scharkörper wird angehoben. Taste Gelb, Scharkörper wird abgesenkt. Maschinenantrieb einschalten. Maschinenantrieb ausschalten. Über den Notausschalter lässt sich der Maschinenantrieb abrupt ausschalten. Über die Taste Plus und Minus lässt sich die Motordrehzahl manuell erhöhen oder reduzieren. Bei Straßenfahrt muss der Lenkungshauptschalter verriegelt sein. Bei engen Kurven oder auf dem Feld wird der Lenkungshauptschalter entriegelt. Taste 2 Wendefahrt aktivieren. Taste 2 gedrückt halten, Starrfahrt. Im Betriebsart Acker wird mit Multitaster und Taste 2 gedrückt halten die Lenkungsvariante Hundegang aktiviert. Taste 3 Schongang aktivieren. Mit dem Handpotty kann die Maschine nach rechts oder nach links korrigiert werden. Joystick nach rechts, Hinterachse nach rechts lenken. Joystick nach links, Hinterachse nach links lenken. Mit Taste 2 gelangt man wieder in die Wendefahrt. Auf den Tasten 7, 8, 9 befinden sich Programmabspeicherungen. Taste 10 Tempomat aktivieren. Joystick nach vorne, Tempomatgeschwindigkeit erhöhen.
Joystick zurück, Tempomatgeschwindigkeit verringern. Der linke Fußtaster dient zum Öffnen der Reinigungsklappe. Mit dem mittleren Fußtaster wird der Lenkautomat und der Schwunggang aktiviert. Mit dem Fahrpedal und dem rechten Fußtaster wird die Maschine rückwärts gefahren. Mit diesem Kippschalter lässt sich der Tempomat aktivieren oder deaktivieren. Mit diesem Kippschalter kann man den Walzengang manuell nach links oder nach rechts schwenken. Dieser Schalter dient zum Lösen oder zum Feststellen der Parkbremse. Mittels dem Analogrocker und der Servicetaste kann die Maschine aus- oder eingeklappt werden. Maschine ausklappen, Sicherungstaste drücken und Analogrocker Richtung Rübe drücken. Betriebsart Straße, Betriebsart Acker. Zwickvalze einschalten, Zwickvalze ausschalten. Bunkerschnecke manuell vor oder zurückfördern. Automatischer Hangausgleich einschalten. Maschine nach rechts neigen. Maschine nach links neigen. Schongang nach links zuschalten, Schongang nach rechts zuschalten. Rote Aggregat nach links schieben, rote Aggregat nach rechts schieben. Bei variablem Rotor sind diese beiden Tasten zur Verschiebung. Die Service-Taste. Diese Taste ist beim Tiger 6 nicht belegt. Motor Start. Motor Stopp. Zusatzfahrwerk Ankoppelmodus. Arbeitsbeleuchtung einschalten. Bei längerem gedrückt halten öffnet sich das Lichtmenü. Rote Walzen reversieren. Klimaanlage ausschalten. Klimaanlage einschalten. Siebband reversieren. Differentialsperren zuschalten. In diesem Bereich kann man folgende Informationen ablesen: die Schläglerhöhe, die Höhe des Nachköpferbalkens, der Druck der Schlägerentlastung, die Schartiefe, der Steinsicherungsdruck, die Tastwalzenhöhe links und rechts, die Geschwindigkeit der Siebsterne und die Leitrosthöhe, der Bunkerfüllstand, die Auslastung des Siebbandes, der Siebsterne und des Elevators mit den einstellbaren Warngrenzen. In diesem Bereich sieht man die Stellung des Entladebandes. In diesem Bereich gelangt man in das Menü.
indem man von Programmtasten, Grundeinstellungen, Autopilot, Lichtsteuerung, Sonderfunktionen, System, Betriebsdaten bis hin zum Service auswählen kann. In der Diagnose kann man sämtliche Messwerte einsehen, beispielsweise Eingänge digital, Eingänge analog, die Eingänge der verschiedenen Drehzahlen, die PWM-Ausgänge mit den einzelnen Sitzventilen der Hydraulikanlage, den Kernbus, der Dieselmotor bis hin zum Fehlerspeicher, Joystick, Klimasteuergerät, Bedienteile, Funktionen, GPS-Daten und Drucksensoren. In diesem Bereich gelangt man zur Auftragsdatenbank. Hierüber kann man die Warngrenzen des Siebbandes, der Siebsterne und des Elevators verstellen. Über diese beiden Tasten kann man sich individuell die Anzeigebereiche belegen. Über das Drehrad R-Direkt gelangt man ins Menü. Über die Home-Taste gelangt man auf den Startbildschirm. Über das Drehrad R-Select gelangt man in den Funktionsbereich der Maschine. Diesen kann man über die Tasten Plus und Minus verstellen und Sonderfunktionen wie den Schlägler in Wartungsstellung bringen ansteuern. Schläglerklappe auf oder zufahren. Blattteller ausklappen. Blattteller einklappen. Über R-Select kann man die Funktionen der Maschine verstellen, beispielsweise die Drehzahl der Schläglerwelle. Diese kann man mit Plus erhöhen oder mit Minus verlangsamen und mit Reset zurücksetzen. Des Weiteren können einzelne Funktionen durch Wischen ausgewählt werden. Jetzt verstellen wir die Höhe des Nachköpfers. Über Plus wird der Nachköpferbalken angehoben, über Minus wird der Nachköpferbalken abgesenkt. Verstellung der Rüttelschartdrehzahl. Verstellung der Tastwalzendrehzahl. Durch Plus gedrückt halten gelangt man zur Maximaldrehzahl. Verstellung der Rodewalzendrehzahl.
Verstellung der Siebbanddrehzahl. Verstellung der Siebsterndrehzahl. Über Plus kann man die Reinigungsintensität der Siebsterne verstellen. Durch gedrückt halten der Taste Plus gelangt man in den manuellen Modus und man kann die Siebsterne einzeln in ihrer Geschwindigkeit individuell verstellen. Verstellung der Leitrosthöhe. Über Plus kann man diese erhöhen. Durch gedrückt halten die Höhe der einzelnen Leitroste an den Siebsternen verstellen. Und mit Reset zurücksetzen. Durch Drücken dieser Taste fährt das Entladeband automatisch auf die abgespeicherte Entladebandhöhe 2. Entladeautomatik einschalten. Durch Drücken dieses Tasters kann der Entladebandknick gestreckt oder abgewinkelt werden. Entladegeschwindigkeit erhöhen. Entladegeschwindigkeit verringern. Mit der Taste Plus werden die Entladestufen manuell zugeschaltet. Stufe 1 Entladeband läuft an, Stufe 2 Querkratzboden läuft an, Stufe 4 Längskratzboden läuft an, Stufe 5 Längskratzboden schnell. Mit der Taste Minus werden die Stufen manuell zurückgeschaltet. Mit dieser Taste schaltet man die Bunkerentleerung aus. Die Kratzböden stoppen sofort, das Entladeband läuft leer und klappt in rote Stellung. Mit dieser Tastenkombination kann man den Motor bequem vom Boden aus starten. Den Rotor heben oder senken. Oder in Wartungsstellung klappen. In dieser Position kann man bequem die Nachköpfermesser, die rote Schare und andere Verschleißteile vom Boden aus kontrollieren oder warten. Das war ein kleiner Überblick über unseren Ropa Tiger 6 und ich wünsche euch bei der nächsten Kampagne viel Spaß. Bis dann, euer Ole.